Soweit sollte dein Fuß sich nach oben bewegen. Was auf den ersten Blick wie eine kleine Bewegung aussieht, kann im Alltag einen großen Unterschied machen. Wenn dein Sprunggelenk nicht beweglich genug ist, merkst du das oft beim Gehen, beim Treppensteigen oder wenn die Achillessehne anfängt zu ziehen. Auch dein Gleichgewicht kann darunter leiden, besonders im Alter. In diesem Video zeige ich dir einen Test, um zu schauen, ob dein Sprunggelenk beweglich genug ist und ja klar, ein paar Übungen, um deine Kraft und Beweglichkeit zu verbessern. Und wenn du jemanden kennst, der schlecht laufen kann oder Fußbeschwerden hat, dann schick ihm dieses Video. Warum die Bewegung nach oben vom Fuß so wichtig ist. Der Fuß ist unsere Basis. Wenn hier etwas nicht funktioniert, vor allem in der Beweglichkeit, muss der Körper ausgleichen. Und genau dabei entstehen oft Probleme weiter oben im Bewegungsapparat. Also, das Anziehen des Fußes Richtung Schienbein ist eine zentrale Bewegung im Alltag. Beim Gehen, beim Treppensteigen, Aufstehen oder bei jeder Situation, in der du dein Körpergewicht nach vorne verlagerst. Fehlt hier dir die Beweglichkeit oder die Kraft, verändert sich dein Bewegungsmuster, oft unbewusst. Der Körper sucht sich Ausgleichsstrategien, die langfristig zu Beschwerden führen können. Andere Gelenke übernehmen dann die Beweglichkeit, aber oft auf ungünstige Weise. Es kommt häufig zu einem Knievalgus, das heißt, dass das Knie nach innen kippt. Das erhöht das Risiko, dass du Schmerzen hinten die Kniescheibe hast. Der Unterschenkel, der dreht auch nach innen, was dann einen zusätzlichen Druck im Knie oder in der Hüfte auslösen kann. Anstelle einer gesunden Beugung kommt es dann häufig zu einer Adduktion. Das heißt, die Hüfte schließt mehr und gleichzeitig dreht sie dann auch etwas mehr nach innen. Diese Bewegung sorgt dann für einen Ausgleich im Becken und Rumpf. Was unten beginnt, setzt sich dann oben fort. Eine Einschränkung von der Bewegung im Fuß kann dann auch mitverantwortlich sein für Rückenschmerzen oder Beckenschmerzen. Normalerweise, wenn du läufst und über den Fuß drauf stehst, brauchst du mindestens 10 bis 15 Grad von dieser Bewegung vom Fuß nach oben. Fehlt dir diese Bewegung, wird der Schritt deutlich kürzer. Das Abrollen von Fuß verändert sich. Knie und Hüfte werden stärker belastet. Und der Fuß kann nicht mehr so stabilisieren, wie es sein sollte. Das betrifft nicht nur sportliche Bewegungen, sondern auch ganz normale alltägliche Abläufe. Vom schnellen Gehen bis zum sicheren Treppensteigen. Bleibt diese Einschränkung unbeobachtet, kann es zu Folgen kommen, wie zum Beispiel Achillessehnenproblemen, Plantarfasziitis, Knie- oder Hüftschmerzen und auch Schmerzen beim Gehen und bei älteren Personen vor allem ein Gleichgewichtsproblem, was dann auch das Sturzrisiko besonders im Alter verstärkt. Die gute Nachricht, du kannst aber die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk gezielt wieder verbessern. Mit einfachen Übungen, die sich leicht in deinen Alltag integrieren lassen. Du brauchst dafür kein Studio oder keine Geräte. Nur etwas Zeit, Aufmerksamkeit und in diesem Fall ein kleines Handtuch oder ein Gummiband. Um zu schauen, ob dein Sprunggelenk genug Beweglichkeit besitzt, brauchst du einfach so ein Lineal und eine Wand, in der du dich hinstellen kannst. Stell dich barfuß vor eine Wand und du platzierst deine Zehe jetzt in einen Abstand von mindestens 10 cm von der Wand entfernt. Du brauchst mindestens 10, idealerweise wäre es 12. Nun bringst du den Fuß flach auf den Boden drauf und die Ferse bleibt unbedingt am Boden. Versuche jetzt mit dem Knie die Wand zu berühren, ohne die Ferse abzuheben. 10 cm von der Wand entfernt und du gehst jetzt mit dem Knie nach vorne. Wichtig dabei ist, dass du nicht die Ferse hochheben darfst. Wenn das gelingt, rutscht dein Fuß weiter zurück und versuche es nochmal. Mindestens 10 cm sollen es werden, dass du an der Wand rankommst, aber die Ferse nicht hochhebst.
Sobald du das Knie nicht mehr berühren kannst, ohne dass sie die Ferse hochhebt, dann hast du deine maximale Beweglichkeit erreicht. Wenn du jetzt halt näher rankommen musst, also 5 oder 2, 3 und erst dann locker mit dem Knie an der Wand rankommst, dann kannst du dir sicher sein, dass die Beweglichkeit nicht ausreichend ist, um zum Beispiel Treppen runterzukommen. Am besten misst du den Abstand von dem großen Zeh bis zur Wand und das ist dein Ergebnis. 5 bis 8 cm bedeuten auf eine eingeschränkte Mobilität. Weniger als 5 ist deutlich eingeschränkt und bedeutet ein höheres Risiko für Kompensation und Beschwerden. Wichtig ist, mach den Test beidseitig, da Unterschiede zwischen den Seiten auch auf muskulären Disbalance oder alte Verletzungen hinweisen können. Nachdem du das gemessen hast, ist es ein guter Parameter, auch um zu messen, wie doll du dich verbessert hast mit diesen Übungen. Für die erste Übung wollen wir jetzt die Unterschenkelmuskulatur trainieren. Genau diese Muskeln, die den Fuß hochheben. Je stärker diese Muskulatur ist, desto besser kannst du letztendlich den Fuß auch nach oben bringen. Und dafür brauchst du dann so ein Gummiband. Das solltest du einmal um den unteren Fuß wickeln. Und jetzt bringst du auch auf die andere Seite das Gummiband, hältst stark dagegen und dann bringst du den Fuß, den du trainieren willst, weiter nach oben, so dass das Knie gebeugt ist und der andere Fuß wird als Umlenkrolle dienen. Also, zieh das Gummiband fest zu dir ran, lasse das Knie gebeugt, achte darauf, dass du in einer Achse bleibst, vom Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte und in dieser Position lässt du dann den Fuß nach unten und ziehst es dann stark wieder nach oben. Nach unten lassen und dann wieder nach oben ziehen. Du kannst ja selbstverständlich den Gummiband auch auf irgendeinem schweren Gegenstand befestigen und dann die gleiche Übung performen, nun mit dem Zug kommend von vorne. Achte nur darauf, dass Sprunggelenk, Knie und Hüfte schön in einer Ebene sind. 20 Wiederholungen oder 15 Wiederholungen sollen es mindestens werden. Wenn du diese Muskulatur bearbeitest, ist es sinnvoller, dass du eine erhöhte Wiederholungszahl durchführst. 3 bis 4 Serien davon. Und je nach Beschwerden solltest du selbstverständlich auch die andere Seite trainieren. Diese zweite Übung ist eine meiner Lieblingsübungen, weil die stärkt nicht nur die Fußmuskulatur, sondern auch die Oberschenkel und den Hüftbeuger. Also ein All-Arounder. Du kannst sowohl das Gummiband nehmen, als auch so ein geschlossenes Gummi. Wenn du das Gummiband nimmst, selbstverständlich sollst du es einmal einen Knoten machen, dass du so ein geschlossenes System hast. Und dann platzierst du es so weit wie möglich unten Richtung Zehe. Je weit nach vorne Richtung Zehe das Band ist, desto anstrengender ist die Übung für dich. Leg dich hin, beide Beine sind jetzt gestreckt und ein Bein wird dir jetzt den Widerstand geben. Also mit einem Fuß drückst du das Gummiband nach unten. Jetzt hebst du als erstes die Zehe zu dir ran. Unter anderem ist es wichtig, dass du auf deine Beinachse achtest, damit die Übung auch genau den Effekt haben, was du dir wünschst. Also Zehe zu dir ranziehen und dann das Bein komplett zu dir ranbeugen. Achte darauf, dass du, wenn du von oben nach unten schaust, dein Knie nicht nach innen abweist oder auch nicht nach außen wegrutscht, sondern schön in einer Ebene bleiben, was jetzt das Hüftgelenk, Kniegelenk und Sprunggelenk angeht. Halte die Zehe nach oben und bring es dann wieder runter. Behalte die Zehe zu dir rangezogen und zieh dann immer wieder das Bein zu dir hoch und runter. Du solltest erstmal 10 Wiederholungen machen von dieser dynamischen Übung. Und wenn du dann die 10 fertig hast, lässt du das Knie jetzt in 90 Grad, lässt die Spannung etwas los und ziehst es dann wieder zu dir ran. Loslassen und dann wieder ran. Falls es jetzt für die Hüfte zu schwer wird, kannst du auch gerne das Bein festhalten und dann trainierst du weiter nur mit dem Fuß. Dass du hier noch zusätzlich, was das Sprunggelenk jetzt angeht, 10 Wiederholungen durchführst. Zu dir die Zehe ranziehen und dann etwas lockern. Zu dir ranziehen und etwas locker.
Und wie gesagt, diese Übung hat dann den Vorteil, dass du nicht nur die Fußmuskulatur trainierst, sondern auch die gesamte Bein- und Hüftmuskel. Und selbstverständlich dann die andere Seite. Mit dem einen Fuß gibst du den Widerstand und das andere Bein ziehst du dann in einer Linie zu dir nach oben. Und langsam wieder lockern. 10 Wiederholungen. Wenn du die 10 fertig hast, halte mal die Hüfte fest und arbeite nun weiter nur mit dem Fuß. Etwas loslassen und dann wieder nach oben ziehen. Etwas loslassen und dann wieder nach oben ziehen. Ebenfalls hier wieder 10 Wiederholungen, sodass du insgesamt dann halt pro Bein 20 hast. Gönn dir dann 1 Minute Pause und wiederhole das Ganze für noch einmal. Die nächste Übung ist gerade dann gut indiziert, wenn du jetzt ein Training beginnen möchtest, also wenn du nicht so viel Erfahrung hast oder nach einer akuten Verletzung vom Fuß oder Sprunggelenk. Setz dich auf einen Stuhl hin, sodass deine Hüfte und Knie ungefähr in 90 Grad sind. Und in dieser Position gehst du dann zuerst mit der gesunden Seite und gibst dir einen Widerstand auf dem Vorfuß, sodass du mit der gesunden Seite der Vorfuß, die Zehenbereich, dass du die nach unten drückst. Und mit der Seite, die du trainieren willst, versuchst du dann nicht nur die Zehe, aber auch den Bereich unterhalb von dem Zehballen, dass du diesen Bereich vom Boden hochhebst. Also du drückst so doll dagegen mit der gesunden Seite, dass du die Bewegung einen Widerstand geben kannst und gleichzeitig hebst mit der anderen Seite so stark, dass du den Vorfuß etwas hochheben kannst. Und in dieser Position verbleibst du nun für mindestens 30 Sekunden. Je besser du dabei wirst, kannst du dann halt diese Zeit, die du hältst, steigen bis zu 60 Sekunden. 5 Wiederholungen je Seite solltest du von dieser Übung durchführen. Und wenn du dann auch deinen Gang verbessern willst, ist diese Übung super indiziert, auch auf die andere Seite. Wenn dir dieses Video gefällt und du weitere Infos bekommen möchtest, wie du von zu Hause aus mit relativ wenig deine Gesundheit fördern kannst, Beweglichkeit und Kraft gewinnst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Bei dieser Übung geht es darum, dass du die Beweglichkeit vom Sprunggelenk aktiv verbesserst. Weniger mit der Kraft, sondern mit der Beweglichkeit. Und dafür solltest du dich seitlich zu einem Stuhl hinstellen, beziehungsweise so hinstellen, dass du den Fuß auf der Sitzfläche drauf platzieren kannst, aber mit der anderen Hand noch an der Lehne festhalten kannst. Und du beginnst die Übung, indem du vom Knie her zum Sprunggelenk mindestens 90 Grad hast. In dieser Position versuchst du jetzt mit dem Knie so weit wie möglich nach vorne zu gehen, aber die Ferse darf sie nicht hochheben. Und dann wieder zurück und ein bisschen strecken. Nicht nur die 90 Grad, sondern bewusst ein bisschen weiter nach hinten gehst. Mit den Unterschenkelknochen. Nach vorne bewegen, Knie über den Fuß und dann nach hinten, sodass du in eine leichte Streckbewegung kommst. Falls du mit dem Gleichgewicht kein Problem haben solltest, kannst du dann halt dein Oberkörpergewicht mit den Händen auf den Knie drauflehnen und dann das Knie noch weiter nach vorne mit etwas mehr Druck schieben. Und dann wieder zurück. Nach vorne schieben mit etwas mehr Druck drauf und dann wieder zurück. Du beginnst diese Übung mit 15 Wiederholungen nach vorne, sodass das Knie direkt über den Fuß bewegt wird. Nachdem du die 15 Wiederholungen in dieser Position durchgeführt hast, dann versuchst du das Knie etwas nach innen zu bewegen. Jetzt wird die Bewegungsausmaß kürzer sein. Das heißt, du kannst deinen Fuß weniger stark nach innen bringen. Und das Allerwichtigste, die Ferse, das ist ein Referenzpunkt. Es darf nicht von der Sitzfläche hochgehoben werden. Die Ferse klebt auf dem Stuhl und du bringst das Knie nach innen weg. Und dann wieder zurück. Nach innen weg und dann wieder zurück. Ebenfalls hier 15 Wiederholungen und dann das letzte, dass du das Knie etwas nach außen schiebst. Und auch hier darf der Innenseite von deinem Fuß sich nicht heben vom Stuhl.
Du kannst schon so einen leichten Hohlfuß haben, aber die Ferse und den Teil hier vorne von den Zehen, die müssen die ganze Zeit auf der Sitzfläche sein. Und ebenfalls hier nochmal 15 Wiederholungen. So wie auch von der inneren Seite sind diese Bewegungen seitlich mit deutlich weniger Bewegungsausmaß, als wenn du den Fuß geradeaus nach vorn bringen kannst. Und meine letzte Übung ist auch jetzt für die Beweglichkeit, aber ganz wichtig auch für die Koordination. Wenn du Schwierigkeiten hast zu laufen, Schmerzen beim Gehen oder beim Treppensteigen, probier genau diese Übung aus. Ich bin mir sicher, der wird dir helfen. Also stell dir mal hin, mit dem Bein, den du trainieren willst, in dem Fall meinst du jetzt hier ist das linke Bein, das wird jetzt halt dein Gewichtbein sein. Das heißt, du verlagerst dein Körpergewicht auf diese Seite drauf. Die andere Seite, die du jetzt nicht trainierst, das hat jetzt kein Gewicht und du rutschst nur jetzt mit dem Fuß so weit wie du kannst nach vorne. Hierbei solltest du achten, erstens, dass wenn du von oben nach unten guckst, müsste dein Knie sich direkt über deinen Fuß bewegen. Du bewegst dein gesundes Bein oder das nicht verletzte Bein so weit wie du kannst nach vorne in so eine Kniebewegung, so eine Kniebeugebewegung. Das Knie ist durchgestreckt und dann kommst du langsam wieder zurück. Dein Gewicht ist die ganze Zeit auf die Seite, die du trainieren willst. Hiermit übst du Koordination, Kraft und auch Gleichgewicht. Gehst in die Kniebeuge rein, schiebst das andere Bein so weit wie du kannst nach vorne, bleib in der Endposition, was du erreicht hast, was dein Maximum ist. Du wirst am Sprunggelenk diesen Druck deutlich spüren und dann langsam wieder zurück. Besonders effektiv ist diese Übung, wenn du sie langsam durchführst. Also einmal jetzt auf die rechte Seite, dein Gewicht ist jetzt auf rechts drauf verlagert. Das linke Bein bleibt durchgestreckt und du gehst in eine Kniebeuge mit rechts. Links ist durchgestreckt und da spürst du dein Sprunggelenk. Dein Gewicht ist weiterhin auf das hintere Bein und dann langsam wieder zu dir ranziehen. Diese Übung ist deutlich anspruchsvoll. Deshalb reichen es hier, wenn du 3 Serien durchführst für jeweils 8 Wiederholungen. Wichtig ist, übe es langsam und sauber aus. Viel wichtiger als die Quantität der Wiederholungen ist die Qualität der Einzelsatz. Wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Fuß zu heben oder einfach besser und stabil laufen willst, dann probiere diese Übungen aus. Ich bin mir sicher, die werden dir helfen, im Alltag besser auf die Füße zu stehen.